Hallo und herzlich willkommen zu unseren Deutschlerngeschichten. Schön, dass du da bist. Heute haben wir eine spannende Geschichte für dich. Hast du dich schon einmal in einer unbekannten Stadt verlaufen? Das kann schnell zu einem großen Abenteuer werden. In dieser Geschichte begleiten wir einen Jungen namens Tim, der sich in einer großen Stadt verirrt. Aber keine Sorge, es wird ein aufregendes Erlebnis mit vielen Überraschungen. Verloren in der Stadt. Es war ein sonniger Freitagmorgen und Tim war mit seinem Onkel in einer großen, unbekannten Stadt angekommen. Die Stadt hieß München und war viel größer als sein kleines Dorf. Tim wollte die Stadt sehr gerne erkunden. »Onkel Martin, können wir zum Marienplatz gehen?« fragte Tim aufgeregt. »Natürlich«, antwortete sein Onkel. »Aber pass auf, die Stadt ist groß, bleib in meiner Nähe.« Sie liefen zusammen durch die Straßen. Es gab so viele Menschen, so viele bunte Läden und historische Gebäude. Überall war Bewegung und Leben. Tim war so fasziniert von allem, dass er nicht aufpasste. Plötzlich sah Tim ein kleines Café mit wunderschönen Blumen vor der Tür. Er wollte dorthin schauen und drehte sich um. Aber sein Onkel war weg. Tim suchte überall nach ihm, aber er konnte ihn nicht finden. Sein Herz klopfte schnell. Tim war völlig verloren. »Das ist nicht gut«, dachte Tim. »Ich kenne diese Stadt überhaupt nicht.« Er stand auf einer belebten Straße und wusste nicht, in welche Richtung er gehen sollte. Autos fuhren vorbei und überall waren Menschen, die schnell gingen. Tim versuchte, ruhig zu bleiben. Er suchte nach etwas Vertrautem, vielleicht ein Hotel oder eine Polizeiwache. Plötzlich sah er eine ältere Frau, die ein Gespräch führte. Sie sah sehr freundlich aus. »Entschuldigung«, sagte Tim höflich, »ich bin verloren. Können Sie mir helfen?« Die Frau lächelte. »Natürlich, mein Junge. Wo möchtest du hin?« »Zum Marienplatz«, erklärte Tim, »oder zu einem Polizisten. Mein Onkel ist weg und ich bin hier fremd.« Die Frau nickte verständnisvoll. »Der Marienplatz ist nicht weit von hier. Komm mit.« Die Frau nahm Tims Hand und sie liefen zusammen die Straße entlang. Sie erzählte Tim Geschichten über München, über die Geschichte der Stadt, über die berühmte Neuschwansteinkirche und über das berühmte Oktoberfest. »Die Stadt ist wirklich schön«, dachte Tim, »aber ich bin trotzdem nervös.« Nach etwa 10 Minuten sahen sie die großen Türme des Marienplatzes. Es war wunderschön, aber Tim war immer noch besorgt um seinen Onkel. Die Frau brachte Tim zur Polizeiwache in der Nähe. Ein freundlicher Polizist hörte Tims Geschichte an. »Wie heißt dein Onkel?« fragte der Polizist. »Martin Weber«, antwortete Tim. Der Polizist machte ein paar Anrufe. Nach nur 5 Minuten klingelte sein Telefon. Es war Onkel Martin. Er war am Marienplatz und suchte nach Tim. »Dein Onkel kommt sofort her«, sagte der Polizist mit einem Lächeln. 10 Minuten später kam Onkel Martin zur Polizeiwache. Er umarmte Tim fest. »Gott sei Dank, dass du sicher bist«, sagte er. Tim erzählte seinem Onkel alles, über das Café mit den Blumen, über die freundliche Frau und über die Geschichte Münchens. »Das war eine große Lektion für dich«, sagte Onkel Martin. »In einer großen Stadt ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben und anderen Menschen zu vertrauen, aber auch vorsichtig zu sein.« Tim bedankte sich bei der freundlichen Frau und dem Polizisten. Der Polizist gab Tim eine kleine Stadtkarte. »Das brauchst du«, lachte er. Am nächsten Tag erkundete Tim München wieder mit seinem Onkel, aber dieses Mal passte er viel besser auf. Er schaute auf seine Karte und folgte seinem Onkel genau. Das Abenteuer, verloren zu sein, hatte Tim gelehrt, dass die Welt groß ist, aber auch voller freundlicher Menschen, die helfen. Und das war die Geschichte. Tim hat gelernt, dass man auch in schwierigen Situationen Hilfe finden kann. Jetzt schauen wir uns einige wichtige Vokabeln aus dieser Geschichte an. Lass uns mit dem Wort verirren beginnen. Verirren bedeutet, dass man den Weg nicht findet oder sich nicht auskennt. Beispiel: Ich habe mich in der Stadt verirrt und konnte das Hotel nicht finden. Das nächste Wort ist Marienplatz. Der Marienplatz ist der berühmteste Platz in München mit schönen historischen Gebäuden. Beispiel: Der Marienplatz ist das Zentrum von München. Lass uns über Polizeiwache sprechen. Eine Polizeiwache ist ein Ort, wo Polizisten arbeiten und wo man um Hilfe bitten kann. Beispiel: Tim ging zur Polizeiwache, um Hilfe zu suchen. Das nächste Wort ist historisch. Historisch bedeutet, dass etwas sehr alt ist und eine wichtige Geschichte hat. Beispiel: Das historische Gebäude ist 300 Jahre alt. Lass uns freundlich erklären. Freundlich bedeutet, dass eine Person nett und hilfsbereit ist. Beispiel: Die ältere Frau war sehr freundlich zu Tim. Das nächste Wort ist nervös. Nervös bedeutet, dass man ängstlich oder besorgt ist. Beispiel: Tim war nervös, weil er seinen Onkel nicht finden konnte. Lass uns Lektion erklären. Eine Lektion ist etwas, das man lernt, besonders aus einer Erfahrung. Beispiel: Die Lektion war, in einer großen Stadt muss man aufmerksam sein.
Das nächste Wort ist Vertrauen. Vertrauen bedeutet, dass man glaubt, dass jemand gut und hilfsbereit ist. Beispiel: Tim vertraute der freundlichen Frau. Lass uns Abenteuer erklären. Ein Abenteuer ist etwas Spannendes oder Aufregendes, das eine Person erlebt. Beispiel: Tims Abenteuer in München war unvergesslich. Und das letzte Wort ist unvergesslich. Unvergesslich bedeutet, dass man etwas nie vergessen wird, weil es so wichtig oder schön war. Beispiel: Der Tag in München war für Tim unvergesslich. Wir hoffen, dass dir diese Geschichte gefallen hat. Vielen Dank, dass du hier warst. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen. Bis bald. Tschüss.